Hallo da draußen und willkommen in der Bastelgarage. Ja, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, starten wir noch ein Experiment. Und zwar bin ich schon dabei und komm, wir fangen mal ganz von vorne an. Der Himmel von unserem Jules, der sieht nicht mehr ganz doll aus. Ja, was soll ich da sagen? Also da haben auch 34 Jahre dran gearbeitet, um diese Optik hinzukriegen, und die gefällt mir persönlich nicht mehr. Und ja, ich habe mir so einiges einfallen lassen, was man mit der Decke machen könnte. Erster Plan war, ich baue das Teil aus und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie sauber kriegen. Und bei der vierten Schraube ist es dann passiert, abgebrochen. Scheiße. Gott sei Dank habe ich es wieder hinbekommen. Ich habe das Ganze repariert, aber der Plan, die Decke auszubauen, der ist dann gescheitert. Also ich werde jetzt nicht weiter an den anderen Schrauben drehen, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Ja, ich werde die Decke nicht ausbauen und ich werde den Himmel in dem Fahrzeug streichen. Und so wie ihr mich kennt, in der schönsten Farbe, die es gibt, in Schwarz. Und da Schwarz wahrscheinlich alles überdeckt, werden wir die Flecken, die in der Decke drin sind, gar nicht mehr sehen nachher. Und die anderen Elemente, wie die Sonnenblende und der ganze Rest, wie die Lampe, bleibt in weiß. Und ich denke, das wird auch gar nicht so übel nachher aussehen. Ja, der Plan, Decke streichen, aber mit was? Und da ist mir das Zeug hier in die Hände gefallen. Textilkoller. Also die Gebrauchsanweisung von dem Ding hier. Man soll damit die Kleider bemalen, nachher Backpapier auf die Kleider, Bügeleisen da drüber in die Waschmaschine und dann soll das Ganze auch halten. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Decke damit anpinsle, also wie ihr seht, ich habe hier ein Stück von meinem Vorhang genutzt und wie ihr seht, auch das Muster ist verschwunden. Das finde ich ja mal richtig geil. Meine Angst war, dass das Ganze nachher abfärbt, wenn ich das nicht weiterhin behandle. Ich habe es jetzt einfach mal mit dem Heißluftföhn anstelle des Bügeleisens probiert zu fixieren und das klappt. Ich habe das Ganze jetzt trocknen lassen und es färbt nicht mehr ab. Und das finde ich ja jetzt richtig geil und das motiviert mich jetzt einfach mal die Decke in dem Fahrzeug schwarz zu streichen. Und ob das Experiment so glückt, wie ich mir das vorstelle, seid gespannt. Ihr werdet mit dabei sein. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her will get to me. And if you're right, then you're in trouble deep. 'Cause I won't break no honor. Ja, also, was bleibt noch zu sagen? Die Farbe, die Textilkoller, die ich hier besorgt habe, die ist ziemlich dickflüssig in der Flasche und ich werde das Ganze 1:1 mit Wasser mixen. Genug Farbstoff ist drin. Ich denke, das macht nichts. Und so ist die Farbe flüssiger und zieht vielleicht besser in die Decke ein. Das soll ja auch richtig durchtränkt werden damit. Meine einzige Angst, die ich nur habe, das ist, dass die Decke vielleicht Wellen schlägt, wenn die zu feucht wird. Also, keine Ahnung. Das sehen wir dann. Ansonsten, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mit der Rolle arbeiten werde oder mit dem Pinsel. Hängt davon ab, wie es sich verarbeiten lässt und wie es sich auf dem Stoff streichen lässt. Also keine Ahnung. Natürlich, Handschuhe gehören auch diesmal dazu, denn sonst gibt es schwarze Finger, glaube ich. Ansonsten bin ich bereit. Also, legen wir los.
Boah, Leute, also das Resultat einfach der Hammer. Das sieht aus, als wäre die Decke so gekauft worden. Also wenn die immer so drin gewesen wäre. Also jetzt, wo die Farbe noch nass ist, sieht's auf jeden Fall Hammer aus. Also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es jetzt trocken ist, ob es irgendwie wolkig wird oder bin mal gespannt. Also das sehen wir morgen zur Verarbeitung. Das hat sich verarbeitet wie richtig scheiße. Also ich bin jetzt mit der kleinen Decke hier gute 3 Stunden dabei, die zu pinseln. Ja, also ich habe die jetzt gut durchgetränkt, also mit der Rolle keine Chance. Das muss richtig eingearbeitet werden in dieses Stoff. Also ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen und wir gucken mal, wie das dann aussieht. So, und die Decke ist fertig. Also das war ja richtig Arbeit. Also ich muss euch gestehen, ich habe gestern auch noch mal eine zweite Ladung Farbe da drauf gepackt. Also ich bin mit der Taschenlampe mal rein und habe mir das ganz genau angeguckt, wie das Resultat dann ausgesehen hat. Ich habe ein paar weiße Flecken gesehen, die ich wahrscheinlich nicht so richtig getroffen habe. Und als ich dann fertig war, hatte ich eine zweite Ladung Farbe komplett drüber angestrichen. Ich habe geglaubt, ich bräuchte euch das nicht zu filmen. Ihr wisst, wie es aussieht. Es war das Ganze nochmal, aber es hat sich definitiv gelohnt. Also guckt euch das mal von nahe an. So, ich kann immer nur sagen, das Experiment ist voll und ganz geglückt. Ich hatte auch noch Angst, dass wenn ich jetzt hier dran rüber reibe, dann kriege ich schwarze Finger. Und ihr seht, das ist nicht so. Ich bin nicht mit dem Heißluftföhn drüber gegangen, um das Ganze zu fixieren. Aber es geht auch so, also mega cool. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ihr müsst die Decke wirklich, wenn ihr sowas macht, richtig voll tränken mit dieser Farbe. Also ich habe jetzt 1 Liter Farbe in die kleine Decke hier verarbeitet und ja, das Resultat, glaube ich, kann sich aber sehen lassen. Und so sieht das Ganze mittlerweile von hinten aus. Da gab es auch noch ein kleines Update. Und guckt euch das mal an. Sieht das nicht geil aus? Ich habe die ganze Holzverkleidung noch da drum befestigt. Hier seht ihr, da habe ich schon USB-Steckdosen drin. Da kommen 2 Schalter. Und ja, das nächste Thema ist dann Strom. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ihr wisst Bescheid. Nächstes Video handelt um Strom. Ja, wir packen keine Solarpaneele auf dieses kleine Fahrzeug. Aber was wir alles da einbauen, das wird mega interessant. Also bleibt dran. Ich werde euch die ganze Stromanlage von A bis Z erklären, die ich da reinbaue. Ja, was bleibt noch zu sagen? Die Farbe für die Decke verlinke ich euch unter dem Video. Guckt auch auf patashasworld.com vorbei. Da gibt's alle Infos, die dieses Fahrzeug angehen und über die Betty und über die Reisen und ihr wisst Bescheid. Guckt mal rein, lasst einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich mache jetzt Feierabend, ich räume den Saustall noch hier auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!